Ich habe eine super Geschäftsidee, aber keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. Wenn euch die Situation bekannt vorkommt, dann solltet ihr unbedingt dieses Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erklären wir euch, wie ihr aus eurer Idee ein funktionierendes Geschäftsmodell macht, was ein Geschäftsmodell überhaupt ist und warum es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und wir zeigen euch ein Hilfsmittel, mit dem es euch gelingt, ganz einfach innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Ihr habt eine Geschäftsidee, von der ihr glaubt, dass sie ein großer Erfolg werden kann? Sehr gut! Die schlechte Nachricht dabei ist aber, dass eine Idee alleine nicht ausreicht, um langfristig erfolgreich zu sein. Ihr braucht dafür ein funktionierendes Geschäftsmodell. Aber warum eigentlich? Ein Geschäftsmodell, oder im Englischen auch Business Model genannt, beschreibt kurz gesagt, wie ein Unternehmen funktioniert. Ihr beschreibt darin Punkte wie: Wer sind eure Kunden und Kundinnen? Wie erreicht ihr sie? Welchen Mehrwert schafft ihr für sie und wie wollt ihr das genau machen? Und womit wollt ihr überhaupt Geld verdienen? Wenn ihr einer dieser Fragen nicht beantworten könnt, dann kann das schon zum Scheitern eures Unternehmens führen, egal wie gut eure Idee ist. Deswegen ist es so wichtig, ein passendes Geschäftsmodell zu finden, um mögliche Herausforderungen, aber auch Chancen zu erkennen, damit ihr dann später die richtigen Entscheidungen treffen könnt. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, ist das kompliziert, wie soll ich denn das machen? Keine Sorge, dafür gibt es ein super Hilfsmittel, das Business Model Canvas. Das Business Model Canvas hilft euch dabei, eure Ideen zu prüfen, euren Fortschritt zu verfolgen und am Ende nicht pleite zu gehen. Die Idee dahinter ist es, die gesamte Funktionsweise eures Unternehmens wie auf einer großen Leinwand abzubilden, damit ihr alle wichtigen Aspekte eures Unternehmens auf einen Blick erfassen könnt. Man arbeitet hier häufig mit mehrfarbigen Post-its und das hat mehrere Vorteile. Zum einen könnt ihr dadurch Annahmen und Fakten farblich voneinander trennen und einfacher erkennen. Und zum anderen macht die Verwendung von Post-its euer Business Model leichter veränderbar und somit sehr flexibel. Denn wenn ihr mit Annahmen oder Hypothesen arbeitet, müsst ihr auch versuchen, diese zu validieren, indem ihr zum Beispiel mit euren Kunden oder Kundinnen darüber sprecht. Wenn sich dann eine Annahme nicht bewahrheitet hat, könnt ihr ganz einfach das jeweilige Post-it entfernen und die neue Erkenntnis hinzufügen. Das Business Model Canvas besteht aus 9 grundlegenden Bausteinen, auf die wir jetzt Schritt für Schritt eingehen werden. Fürs bessere Verständnis nehmen wir hier eine Beispielgeschäftsidee zur Hand. Cats as a Service. Dabei geht es um Katzen, die ihr euch per Drohne für eine gewisse Zeit lang ausleihen könnt, wenn ihr Lust auf deren Gesellschaft habt. Fangen wir mit dem ersten Element an. Das erste Element des Business Model Canvas ist das Nutzenversprechen oder im Englischen auch Value Proposition genannt. Hier überlegt euch einfach, wie ihr für eure Kunden oder Kundinnen nützlich sein könnt. In unserem Beispiel stellen wir Katzen für eine gewisse Zeit als Gesellschaft zur Verfügung. Dadurch fühlen sich unsere Kunden und Kundinnen nicht mehr so alleine und haben jemanden, um den sie sich eine Zeit lang kümmern können. Für ein gutes Geschäftsmodell solltet ihr euch auch im Klaren sein, wer eure Zielgruppe ist, was sie auszeichnet und welche Aufgaben sie zu erledigen hat. Denn je besser ihr eure Zielgruppe kennt, desto einfacher wird es für euch werden, die richtigen Kunden und Kundinnen mit den passenden Marketingmaßnahmen anzusprechen. Die Zielgruppe in unserem Beispiel sind Angestellte in Großstädten, die wenig Zeit haben, um sich langfristig um ein Haustier zu kümmern. Wichtig sind natürlich auch die Vertriebs- und Kommunikationswege. Denn ohne Vertrieb kann eure Zielgruppe euer Produkt nicht kaufen und ohne die richtigen Kommunikationswege erfahren eure potenziellen Kunden und Kundinnen nicht einmal etwas über euer Produkt. Werdet euch hier also bewusst, wie ihr eure Kunden und Kundinnen erreichen möchtet und sie euer Produkt bekommen können. Bei Cats as a Service schalten wir überwiegend Werbung auf Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Instagram oder TikTok, um unsere Kunden und Kundinnen zu erreichen. Eine Katze kann dann ganz einfach via Smartphone über unsere Webseite oder App ausgesucht und angefordert werden. Wenn eure Vertriebs- und Kommunikationswege stehen, müsst ihr euch natürlich auch Gedanken darüber machen, wie ihr mit euren Kunden und Kundinnen weiterhin interagieren wollt. Bei Cats as a Service habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Katzen via Livecam zu sehen und über eine Bezahlfunktion Leckerlis zukommen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Schlüsselaktivitäten. Hier müsst ihr euch überlegen, welche Schritte und Aktivitäten notwendig sind, um euer Angebot für eure potenziellen Kunden und Kundinnen bereitzustellen. In unserem Fall ist es das sichere Ausliefern und Abholen der Katzen per Drohne zum und vom Kunden.
Die Schlüsselressourcen oder anders gesagt eure Kernfähigkeiten helfen euch dabei, euch von möglichen Wettbewerbern zu unterscheiden. Über welche Fähigkeiten oder Technologien verfügt ihr also? Bei Cats as a Service sind es zum Beispiel die leistungsstarken Drohnen, die mit Hilfe eines eingebauten Navigationssystems automatisch die beste Flugroute zum jeweiligen Kunden oder der Kundin finden. Ergänzend dazu solltet ihr euch auch fragen, ob und welche externen Partner euch bei eurer Idee unterstützen könnten. Denn wenn ihr gewisse Aufgaben nicht selbst erledigen könnt, ist es durchaus sinnvoll, auf externe Partner zurückzugreifen. Dabei ist aber wichtig, dass ihr eure Schlüsselpartner sorgfältig aussucht und den Kontakt zu ihnen pflegt. Bei Cats as a Service arbeiten wir zum Beispiel mit einem der führenden Drohnenhersteller in Deutschland zusammen, der uns die Drohnen zur Verfügung stellt, sodass wir sie uns nicht selber bauen bzw. kaufen müssen. Leider ist wenig im Leben kostenlos und schon gar nicht der Aufbau eines Unternehmens. Ihr müsst die anfallenden Kosten gut im Blick haben und wissen, wofür ihr euer Geld ausgebt. Das ist ein zentraler Punkt für den Erfolg eures Unternehmens. Die Kosten bei Cats as a Service fallen unter anderem für eine Leihgebühr für die Drohnen und für die Versicherung der Katzen an. Und zu guter Letzt noch die wichtige Frage nach dem Erlösmodell oder anders gefragt, wofür und wann fließt Geld an euch? Hier beschreibt ihr alle Maßnahmen, wie ihr langfristigen Umsatz erwirtschaften könnt. Eine Einnahmequelle für unsere Lösung ist, dass je nach Katze und Ausleihdauer unterschiedliche Preise seitens der Kunden und Kundinnen bezahlt werden. Optional kann auch ein monatliches Abo-Modell abgeschlossen werden, damit wir langfristige und planbarere Einnahmen erzielen können. Ihr merkt also schon, ein gutes Business Model Canvas erzählt eine Geschichte, in der sich jeder Baustein auf einen anderen bezieht. Und dabei sollte jedes Element so präzise wie möglich beschrieben sein. Ihr seht auch, eine gute Idee alleine reicht nicht aus. Um langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, bedarf es ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und mit dem Business Model Canvas kennt ihr jetzt ein tolles Hilfsmittel, mit dem ihr Schritt für Schritt euer innovatives Geschäftsmodell erstellen könnt. Viel Erfolg dabei! Check it out.